Hallo. Hallo. Schönen guten Tag. Wir sind Pitet Studio TV mit einer neuen Sendung, Jenny und Björn. Wir sind Entwickler und erzählen ein bisschen was über unser Computerspielalltag. Gedöns. Und heute haben wir ein ganz tolles Thema. Und zwar, heute geht's um Brave Games Maker. Heute geht's um Mut. Ach so. Genau. Wir sind ganz mutig heute. Ja. Ja, wie die Löwen. Wieso? Wieso sind Löwen eigentlich? Naja, ist auch egal. Jedenfalls. Es war, das sagt man, hat ein Herz wie ein Löwe, ne? Dann ist man mutig. Ja, eigentlich ist das Quatsch, ne? Weil es ja der König der Löwen, also der König der Tiere eigentlich, braucht ja keinen Mut. Du brauchst eigentlich Mut, wenn du irgendwie klein bist, ne? Oder? Man hat das irgendwie gelernt, ich glaube durch den Zauberer von Oz, ne? Ja, ja. Da war der Löwe, der Blechmann Feige. hatte keinen Verstand? Ja. Nee. Der Blechmann hatte kein Herz. So, richtig. Der hatte keine Gefühle, weil er nur ein Blechmann ist. Der Strohmann hatte nur Stroh im Kopf, der wollte ein Gehirn, also Richtig, schlau sein. Und genau. der Löwe. Löwe wollte mutig sein. Der Richtig. war ein Angsthase. Deswegen hat man das irgendwie wahrscheinlich. Aber gut, die müssen sie ja auch irgendwo hergeholt haben. Ja. Ja, Ich weiß es nicht. ja, Mut. Löwe, Mut. So, Ja. ne? Rafft auf jeden Fall jeder. Und ja, warum Mut? Warum muss man mutig sein? Ja, gut. Ich habe immer gesagt, wenn man Games macht, steht man immer mit einem Bein im Arbeitsamt oder beim Arbeitsamt. Schon? Und nicht das, weil es Projektarbeit ist. Richtig. Es ist halt man ist angestellt in einer Firma, die Projekte macht. Mhm. Und das heißt also, jedes Projekt entscheidet darüber, ob es weitergeht oder nicht. Ja. Das heißt also, man macht tatsächlich irgendwie ein Ding und bietet das Ding dann an auf dem Markt und dann entscheidet der Markt im Grunde genommen, wie erfolgreich es ist, indem es entweder gut verkauft oder nicht. So, ja. Da kannst du noch das tollste Spiel gemacht haben, was irgendwie total tolle, geile Rezensionen sich rein fährt und so, wenn es sich nicht verkauft. Dann gibt's keinen zweiten Teil davon oder das Studio, was dann da das Spiel gemacht hat, unter Umständen zu. Ne? Und das ist halt momentan tatsächlich der Fall bei vielen Firmen, dass Spiele sich schlechter verkauft haben in letzter Zeit. Und das der Grund ist dafür, warum viele Firmen einfach zumachen, dass sie das nicht überleben. Man muss schon mutig sein, so einen Job zu machen, weil du halt doch potenziell irgendwie das nicht auf Dauer ist. Ne? Wenn man einen sicheren Job haben möchte, dann wird man Beamter oder Beamte und hat halt irgendwie da ein gesichertes Einkommen. Das ist beim Spielemachen überhaupt nicht so. Die Möglichkeit hatte ich tatsächlich mal. Ne? Hast Weil aber nicht gemacht, ja, ich auch. Genau, das ist halt das Verrückte daran irgendwie. Ich war ja gelernte Lehrer. Sozialarbeiterin und dann konnte ich in der Sozialarbeit theoretisch Ja. die Laufbahn einschlagen, dass ich mich vielleicht hätte am Ende verbeamten lassen können. Ja. Und dann hätte ich ja einen sicheren Job gehabt. Haben wir ne? den Nagel im Kopf? Warum machen wir das denn nicht? Und da habe ich auch wirklich schon mal nachgedacht. Aber ich habe gedacht irgendwie, das wird schon irgendwie gut gehen, weil es doch so schön ist, weil es doch so viel Spaß macht. Und dann habe ich mich tatsächlich dagegen entschieden und für die Computerspieleentwicklung entschieden, weil ich dieses kreative Arbeiten so liebe und weil das so ein, wenn es denn funktioniert, ein sehr schöner Beruf ist einfach. Ja. Und dann geht man im Grunde genommen das Risiko ein, dass es vielleicht auch mal schiefgehen könnte, ne, was ja auch uns passiert ist. Aber trotzdem ist dieses, aber man hat doch noch so viele Ideen und man möchte doch noch so viel machen und man hat doch noch irgendwie, und es könnte doch noch mal irgendwie, wie wär's denn mit der und der Sache? Dann ist das irgendwie größer und dann entscheiden wir uns dafür, wir machen das jetzt nochmal. Wir sind jetzt nochmal mutig. Wir versuchen das jetzt trotzdem. Und dann haben wir uns quasi immer wieder für die Spieleentwicklung entschieden bisher im Leben, weil
es irgendwie auch ein total schöner Prozess ist, wenn man sagt, ja, es ist ein Projekt, aber dieses Projekt, das ist so zum Anfassen und das wird dann tatsächlich auch zum Leben erweckt. Und wenn man irgendetwas Kreatives schafft, dann ist es am Ende ja auch tatsächlich da. Das ist ja dann, das verschwindet ja dann auch nicht mehr. Das ist etwas, wo du sagen kannst, Mensch, cool, das habe ich gemacht, da habe ich mit dran gearbeitet. Und dann kannst du es dir in den Schrank stellen. Du kannst stolz drauf sein, das ist so wie so ein Denkmal, was du dir selbst gemacht hast. So, ne? Ja, das ist cool. Das ist irgendwie aus dem Nichts irgendwas erschaffen. Das ist irgendwie so ein cooler Prozess und der lässt einen dann auch gerne mutig sein. Unsere Erfahrung ist auch, wenn man es gar nicht erst versucht, ja, dann ist das Ergebnis ja auch schon vorprogrammiert, dann funktioniert es ja eh nicht. Aber wenn man es wenigstens versucht, das heißt, wenn man den Mut aufbringt, an der Stelle das zu machen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man damit Erfolg hat oder dass man irgendwie dann was Cooles am Ende auch geschaffen hat, ja dann auch überhaupt erst da, und darum lohnt sich das immer, es zu versuchen aus unserer Sicht. Ja, ich sage immer, den Mutigen gehört die Welt. Dazu stehe ich auch immer noch. Das ist tatsächlich so. Das heißt also, wenn du tatsächlich aus deiner Komfortzone rausgehst, viel machst, gehört nicht nur Mut dazu, sondern auch Fleiß, ganz klar. Ja. Ne? Unermüdlich an einer Sache arbeiten, tatsächlich irgendwie es dazu bringen, es besser zu machen immer wieder, ne? Und dir mehr Sachen anzueignen, als du womit du gestartet bist. Solche Dinge, die führen dann dazu, dass du auch mutiger wirst und auch Aufgaben übernimmst, die dir eigentlich vorher gar nicht so gelegen haben, vielleicht auch so wie bei mir die Programmierung, ja, die kam irgendwann über die Jahre dazu. Ne? Und ich habe da sehr viel gemacht auch in der Vergangenheit, aber ich frage mich immer irgendwie, wie man das wirklich 24/7 machen kann, Programmiererin zu sein. Das ist für mich irgendwie ein Job, der ist ganz schön frustrierend teilweise so, ne? Da bist du irgendwie, dann fühlst du dich wie der super tolle, geile Dinosaurier so, wenn du da rumprogrammierst und so, ne, und dann kriegst du irgendwas hin, hast du irgendwo einen Bug drin und funktioniert nichts mehr, das denkst du, boah, was hab ich da für einen Scheiß gebaut. Das heißt, das ist so Wechselbad der Gefühle, das ist so ein digitaler Rauf und Runter, das ist wirklich ganz schön übel. Ja. Aber man wächst auch mit seinen Aufgaben, ne? Also es ist so, wenn man irgendwie eine Hürde hat und man denkt, oh Gott, das ist doch irgendwie, wie will man das denn jetzt machen? Wie geht das? Ich habe da keine Ahnung von irgendwie. Und man nimmt sich dann die Zeit, setzt sich damit auseinander, dann fängt es ja auch so an zu bröckeln. Also dann hast du irgendwann so diesen Aha-Effekt, so, ach so, ja klar, ach jetzt habe ich es gerafft, so. Und fängt an zu bröckeln. Ja. Was fängt dann zu bröckeln? Dein Projekt? Nein, die Hürde, der Berg, das, was du gerne schaffen willst. Ach so. Ja. Und dann auf einmal fängt an zu bröckeln. Ja, dann ist es auf einmal weniger. Dann ist es weniger so viel. So zerbröckelt der Keks normal. Ja, dann hast du es irgendwann, hast du den Berg dann geschafft. Ja, okay. Also ich wollte das jetzt eigentlich als etwas Positives sagen. Ja, bröckelt. Gut. Und also die Hürde bröckelt, ja. Und dann hast du auch deine Erfolgserlebnisse dann dabei quasi. Ne? Und manchmal ist es halt auch so, dass ein negatives Ergebnis auch eins ist. Damit muss man dann auch manchmal leben. Das ist richtig, ja. Aber das weiß man ja auch nur dann, wenn man das ausprobiert hat irgendwie. Du hattest mir letztens, da musste ich auch so lachen, so ein Video geschickt, so ein Meme mit so einer Programmiererin, die gesagt hat, die hatte irgendwie so war total im Eifer und hatte so Himmel hoch jauchzend zu Tode betrübt irgendwie einmal so I'm unstoppable today und war total euphorisch irgendwie und dann Schnitt, nächste Szene irgendwie I'm a creep, I'm a weirdo und war alles da total scheiße und das ist wirklich so. Dann hat man Wechselbad, wenn man so einen Aha-Effekt hat, man hat irgendwas geschafft, dann ist man so, ja, total geil, super, Mensch, das hat geklappt irgendwie. Und wenn man irgendwie vor so einer riesen Hürde sitzt, man hat keine Ahnung, wie man das schaffen soll und keine Ahnung, wie man es machen soll, dann ist man so total mega down und denkt, oh Gott, nichts wird funktionieren, es ist alles ganz furchtbar. Es ist nicht nur die Hürde, es ist so, du guckst dir dein eigenes Spiel an und verlässt dich auf das, was du erschaffen hast da und dann kommt dann der Stresstest mit
weiß ich nicht, 100 Viechern oder so und dann funktioniert irgendwas nicht. Und die machen halt irgendeinen Scheiß und dann denkst du dir, Alter, was hast du denn da gemacht? Meistens ist es eine Kleinigkeit, die du ändern musst und dann funktioniert alles wieder. Aber die musst du erstmal finden. Ja. Das ist frustrierend, ja. Das ist Programmieren. Das ist Spieleentwicklung. Das ist, das kann man auch auf andere Bereiche übertragen, auf jeden Fall. Das ist Ging's so. nicht um Mut? Ja, aber das ist ja auch, ich meine, gehört dazu. Ohne die negativen Dinge geht das Positive ja auch nicht. Ja. Also nur mutig sein, will ich einfach damit sagen, reicht nicht. Man muss fleißig sein. Man muss tatsächlich dran arbeiten und das jeden Tag am besten. Na, also wir nehmen die Arbeit schon mit nach Hause. Gut, jetzt ist ein Witz, ne, weil wir arbeiten zu Hause. Aber es gibt schon ein paar Sachen, die kriechen uns über die Bettdecke ab und zu. Ne? Und dann kriege ich keinen Schlaf, weil ich irgendein Problem habe oder so. Ne? Ja, komm, dann setzt du dich halt dran und machst es nochmal weg und so weiter. Wird schon irgendwie werden. Ja. Das heißt also, so eine Grundzuversicht musst du haben. Und du darfst dich nicht immer wieder ins Boxhorn jagen lassen und dann sagen, ach, schaffe ich sowieso nicht und dann dich im Selbstmitleid suhlen, so, das funktioniert nicht. Ne? Da kann man mal kurz mutig sein und dann irgendwie erwartet man den Lohn der Arbeit, das funktioniert nicht. Ja, so. Gehört auch Geduld dazu. Ja, gehört auch Geduld dazu. So muss man sagen, okay, es prasseln Sachen auf einen ein, man kriegt Kritiken, vor allem heute in der Zeit, wo jeder deinen Krempel finden kann im Internet und deinen Krempel kommentieren kann im Internet. Das ist teilweise ganz schön frustrierend. Und die mutigsten sind die sich darüber hinwegsetzen und sagen, ich mache trotzdem weiter, obwohl in meinem Hinterstübchen irgendwo diese ganzen Kritiken trotzdem da sind und ich sie kenne und ich weiß, wie Menschen über mich denken und so weiter. Das ist auch nochmal so eine Geschichte. Das heißt, überhaupt in die Öffentlichkeit zu gehen, so zu machen wie wir hier. Ja, wir sind Menschen der Öffentlichkeit. Wir sind jetzt nicht irgendwie super bekannt oder irgendwie sowas, ja. Aber es ist schon so, dass man sich selbst und sein Privatleben und so weiter da präsentiert und zeigt und auch sich selbst, ne, da und so weiter. Und das ist auch schon eine Art von Mut, die man aufbringen muss, dass du das tatsächlich auch machst und Kritik einsteckst, sag ich mal, und auch annimmst und dann auch verarbeitest, die dann einsortierst und so. Manchmal ist es auch mutig, einfach eine Kommentarspalte zu lesen. Was haben sie denn dazu gesagt, was wir jetzt wieder verbrochen haben? Ob es jetzt irgendwie ein Montagsvideo ist oder ob es jetzt irgendwo auf der Gamescom ein Termin war, den wir da wahrgenommen haben, in der Öffentlichkeit aufgetreten. Was haben die Leute dazu gesagt? Das gehört schon Mut dazu, da reinzugucken, weil es ist ja nie komplett gut immer alles, sondern sind ja auch Kritiken dabei, ob sie berechtigt sind oder nicht. Am meisten muss man Angst vor denen haben, die berechtigt sind und die man auch selber so sieht, ja. Weiß man die vorher schon? Nimmt man die ernst? Sollte man, ja, aber nicht alles, ne? Das ist auch wieder so eine Geschichte. Aber es gehört schon Mut dazu, sich damit auseinanderzusetzen. Alleine so, ne? Das heißt also, sich auf die Bühne zu stellen und tatsächlich seine Sachen zu präsentieren und auch damit zu rechnen, dass man mal ein negatives Feedback bekommt. So ist das halt, ne? Dann zählt für mich an der Stelle die Menge. Na? Das heißt also, wie viele Menschen haben, also prozentual, wie viele Menschen haben das gesagt, wie viele fanden es gut, wie viele fanden es nicht so gut und so weiter. Und dann schält sich schon so raus, irgendwie, ob man da an der Stelle weitermachen sollte oder nicht. Manchmal sind so Grenzfälle, ne? Das heißt also, keiner mag irgendwie Bugs, die muss man rausmachen. Und wenn du einen Plotkiller hast, da braucht man nicht drüber diskutieren, der muss raus. Ne? So. Aber manchmal gibt es so Geschmacksfragen. Das heißt, wir machen jetzt ein Immersive Simulation Game und das ist für uns schon ein mutiger Schritt, weil wir nämlich sowas noch nie gemacht haben. Wir lieben diese Art von Spiele, ja, so wie System Shock, Arx Fatalis, Deus Ex, Prey von 2017, solche Dinger, ja, oder Thief. Und jetzt machen wir selber so ein Ding und von uns, also wir erwarten von uns selbst, dass es dann auch einen gewissen Anspruch hat, das Spiel, dass es auch cool ist und das, aber wir wissen es halt nicht und dann müssen wir halt so mutig sein, so oft wie möglich ist, auch Menschen zu zeigen, ne, und dann mal einmal irgendwie drauf gucken zu lassen, ob das auch cool ist und so weiter und Feedback zu sammeln, das haben wir auch sehr oft gemacht, auf den Messen jetzt zum Beispiel und so weiter, das Spiel dann zu präsentieren und dann tatsächlich da auch mit Stift zu sitzen und sich alles aufzuschreiben. Das ist auch eine Art von Mut, sage ich mal. Das heißt, mit seinem Ding, was du machst,
tatsächlich dann in die Öffentlichkeit zu gehen und dann nicht nur für dich selber zu wursteln, sondern auch dich zu präsentieren. Das stimmt. Auch die Art des Marketings gehört dazu. Das heißt, du kannst ja im Grunde genommen entscheiden, ob du tatsächlich nur oder im besten Fall vielleicht auch noch anonym über einen Publisher Marketing für ein Produkt machst. Und dann bleibt man im Grunde genommen ja anonym. Das heißt, dass man so ein bisschen die Kritik vom Projekt von der persönlichen Kritik trennt und sagt, okay, da kann ich mich schneller wegducken, weil mich kennt ja keiner als Entwickler und kann da eine Distanz zwischen schaffen, sage ich jetzt mal. Man kann aber auch, so wie wir uns jetzt am Ende dafür entschieden haben, sagen, irgendwie, wir stellen es selber quasi in die Öffentlichkeit, machen es damit natürlich auch angreifbar, weil wir irgendwie quasi zum Anfassen sind. Man hat dann quasi ein Gesicht zum Produkt und dafür ist man aber auch nahbarer. Das hat den Vorteil, dass Menschen sich tatsächlich Dinge besser merken können, dass sie das Produkt tatsächlich dann auch mit der Marke, mit dem Gesicht verbinden und das hat auf jeden Fall einen Marketing-Vorteil, weswegen wir uns auch dafür entschieden haben zu sagen, lass mal ein bisschen näher ranrücken an die Community, weil dann ist das ein bisschen mehr zum Anfassen, es ist transparenter, es ist ehrlicher, es ist irgendwie auf der Seite ein schöneres Arbeiten. Auf der anderen Seite ist man da natürlich auch direkt immer an der Front und kann sich schwer irgendwie mal zurückziehen von irgendwelchen Sachen und das ist dann so ein bisschen in der Öffentlichkeit der Payoff und das muss man im Grunde genommen sich vorher überlegen und auch für sich selber entscheiden. Ja, also wer welchen Marketingweg gehen möchte, womit möchte man am Ende werben, tatsächlich nur mit Spielematerial oder vielleicht tatsächlich auch mit irgendwelchen cineastrischen Sachen, die man dann sich zum Beispiel einkaufen könnte oder macht man auch sowas wie DevTalk, so wie wir das jetzt machen oder vielleicht auch noch ganz andere Sachen, für die sich Leute da draußen entschieden haben. Und alles hat dann immer einen gewissen Einfluss auf euch und auf das, was dann da zurückkommt und auf das, wie das Produkt am Ende dann auch wahrgenommen wird, ja. Und da sind wir mal sehr gespannt, mit welchem Output wir dann am Ende das machen. Wir hoffen, dass die Transparenz dazu führt, dass die Leute dann möglichst wissen, was sie da kriegen. Das, glauben wir, hilft dem Projekt und am Ende dem Spiel dann am Ende auch, dass quasi die Leute, die sowas mögen, es dann auch haben wollen und die Leute, die sagen, nee, das ist überhaupt gar nichts für mich, dann auch nicht auf die Idee kommen, es sich zu holen, weil vielleicht gibt es da draußen so viele Sachen, die dann eher den Personen liegen und wir glauben, dass es sich lohnt, das sichtbar zu machen. Mal gucken, ob wir da erfolgreich sind dann erzählt doch gerne mal, worin seid ihr denn in eurem Leben mal mutig gewesen? Wo musstet ihr denn mal sagen, ja, jetzt springe ich über meinen Schatten, ich komme aus meiner Komfortzone oder vielleicht auch, was hat mich daran gehindert? Ja, das wäre sehr spannend für uns, weil wir uns sehr häufig mit dem Thema beschäftigen. Schreibt es uns gerne unten in die Kommentare hinein. Hast du eine Community-Frage? Habe ich auch noch eine Community-Frage. Und zwar, also hier fragt jemand, wie ist es eigentlich für euch jetzt noch enger zusammenzuarbeiten? Es kann ja eine Herausforderung für ein Paar sein, auch im Beruf so eng zusammenzuarbeiten. Gibt es vielleicht auch mal Meinungsverschiedenheiten im Beruf? Niemals. Oder verläuft alles harmonisch? Beeinflusst die Zusammenarbeit das Private oder habt ihr das strikt getrennt? Nee. Das kann man nicht trennen. Wir atmen das, ne? Wir leben das. Wir sind Computerspieleentwickler und das schon sehr lange. Ja. Gemeinsam über 15 Jahre, glaube ich. Ne? Mhm. So, und das heißt, wir haben immer mindestens im selben Department gesessen. Story Department oder QA, Öffentlichkeitsarbeit, sowas. Ne? Da waren wir gemeinsam unterwegs immer. Und deswegen wissen wir ganz genau, wie der andere tickt. Und was gemacht wird, demokratisch wird das entschieden, ja. Und es gibt eine vernünftige Lösung und es gibt eine, ja, das will ich aber nicht, weil ich find's kacke. Ja, wenn es einer kacke findet, dann ist es gestorben, fertig, Kekse, so, ja. Das macht gar keinen Sinn, darüber dann noch zu diskutieren. Das heißt also, wenn es um Spielinhalte geht oder so, sind wir uns da eigentlich ziemlich schnell einig, weil wir unsere Schnittmenge von Sachen, die uns gefallen, sehr groß ist. Mhm. Ja, das heißt also, wir haben uns gesucht und gefunden und wir mögen die gleiche Art von Spielen, die gleiche Art von Inhalten und so und natürlich gibt es auch Nuancen, klar, ne? Und Sachen, aber tendenziell schon.
Und das hilft einem natürlich auch. Und was hilft, ist Kompetenzbereiche abstecken. Genau, Aufgabenteilung. Aufgabenteilung und Verantwortlichkeiten. Ja. So. Es geht immer um gewisse Teilbereiche, wo einer die Mütze auf hat, der das schlussendlich letzte Wort hat darüber. Ja. Nicht über alles. In einer normalen Firma, ja, die klassische Firma ist der Chef oben und er hat das letzte Wort. Das ist bei uns nicht so. Sondern das wird tatsächlich so aufgeteilt in Aufgabenbereiche. Einer entscheidet oder eine entscheidet, auf welcher Messe wir erscheinen, ob wir da Spiel mitnehmen oder nicht und so weiter. Und dann muss sie dann auch in dem Fall dann dafür gerade stehen und dann sagen, okay, ich muss es irgendwie möglich machen und so. Ich kann natürlich mithelfen, dann auch hier die Rechner aufspielen und bla und so weiter, aber ich bin primär für das Spiel verantwortlich. Das heißt, dass das dann bei einer Messe, ist jetzt nur ein Beispiel von vielen, dass das Spiel dann fehlerfrei läuft, dass das da nicht abstürzt und so, dass wir das dann auch in der Tasche haben, dass es dann mit VCrypt dann irgendwie auch gesichert ist, dass man das nicht einfach klaut und dann ist es weg, solche Dinge. Das heißt also, da muss ich dann Sorge für tragen. So, und das sind ganz klare abgegrenzte Aufgabenbereiche. Und wenn der eine mal einen Fehler macht, dann macht er halt einen Fehler. Dann ist es halt so. Dann muss der andere einspringen, den Fehler ausbügeln. Ja. Ist okay. Ja, dann macht man jetzt nicht Riesentheater oder irgendwie sowas, weil man will doch dasselbe. Ja. So funktioniert das. Und weil wir uns ganz gut ergänzen, funktioniert das auch ganz gut, dass man sich in viele Sachen einfach überhaupt gar nicht einmischt. Ja. Ne? Also in der Regel irgendwie, wenn Björn jetzt hier irgendwas programmiert irgendwie, dann mache ich halt irgendwie meine Tabellen und dann interessiert diese beiden Bereiche das überhaupt nicht. Da gibt es gar keine Reibungspunkte. Ja. Es sei denn, es gibt Fragen, die aufkommen, ja, dass ich dann denke, sollten wir das jetzt wirklich so machen oder sollen wir dafür jetzt auch noch Geld ausgeben oder solche Sachen wie, was machen wir das denn als nächstes irgendwie im Marketingbereich und oder eine Designfrage muss entschieden werden, dann kommen wir aufeinander zu und besprechen diese Punkte und finden dann möglichst schnell eine Lösung dafür und dann geht's wieder an die Arbeit und dann wird weitergemacht. Natürlich sind diese diskutablen Dinge am Anfang eines Projekts immer mehr, weil es einfach mehr offene Fragen gibt. Ne, wenn überhaupt erstmal entschieden wird, was machen wir eigentlich und in welchem Rahmen und wie soll es denn aussehen und so weiter, dann wird ganz viel zusammen designt und später, so wie jetzt zum Beispiel in dieser Phase des Projektes, da sind so viele Sachen einfach schon klar, dass man die einfach abarbeitet und macht und nicht mehr so oft irgendwie zusammen mietet, sag ich jetzt mal. Unsere Meetings, die sehen natürlich auch nicht so aus wie vorher in der Firma, sondern unsere Meetings sind jetzt so irgendwie, ich hab Hunger, sollen wir mal essen gehen? Ja, alles klar irgendwie. Und dann gehen wir irgendwie zum Asiaten-Imbiss um die Ecke und dann quatschen wir währenddessen über solche offenen Fragen und das war dann das Meeting, ja. Also so ungefähr. Ja, funktioniert auf jeden Fall. Ja. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis hoffentlich nächste Woche wieder hier, wenn es heißt Pitted Studio TV. Genau. Dankeschön. Bis dann. Ja, Meinungsverschiedenheiten gibt's, aber die kommen nicht so oft vor. Ja. Doch? Nein. Ja?